Zum Start in den Februar heiße ich euch herzlich willkommen zu einem Kapitalmarkt, der in den letzten Tagen gezeigt hat, wie schnell aus Euphorie Ernüchterung werden kann. Gold und Silber mit einem historischen Absturz, Bitcoin hochvolatil, ein neuer Fed-Chef in den Startlöchern und mitten hinein berichten die US-Unternehmen über das vierte Quartal. Viel Bewegung also, aber ist das schon mehr als eine gesunde Abkühlung? Beginnen wir mit dem größten Aufreger, dem Einbruch bei Gold und Silber. Was als historische Rallye begann, endete innerhalb weniger Handelstage in einem der heftigsten Ausverkäufe der letzten Jahrzehnte. Gold verlor zeitweise über 10%, Silber sogar mehr als 25% an nur einem Tag. Somit waren das die stärksten Kursrückgänge seit 1980. Die kurzfristigen Charts erinnern doch etwas an die Fluglinie des Icarus. Das ist kein normales Marktverhalten. Das ist ein klassisches Entladen extrem überfüllter und hochspekulativer Positionen. Der Hintergrund ist weniger geheimnisvoll, als es auf den ersten Blick wirkt. Edelmetalle waren eine der am stärksten übergewichteten Trades am Markt. Getrieben von geopolitischen Risiken, De-Dollarisierungsfantasien und massiven Zuflüssen chinesischer Privatanleger hat es hier ein explosives Gemisch aufgebaut. Als dann Margin-Anforderungen an der Terminbörse erhöht wurden, kippte das System. Long-Positionen mussten liquidiert werden, Stop-Loss-Kaskaden setzten ein und der Preis fiel schneller, als viele reagieren konnten. Das hatte nichts mit einem Vertrauensverlust in Gold zu tun, sondern vielmehr mit Marktmechanik. Diese Einschätzung würde auch die Umfrage vom letzten Kapitalmarkt-Update bestätigen. Denn immerhin sind 63% von euch weiter steigende Kurse. An dieser Stelle ein großes Danke fürs Mitmachen. Auch heute gibt es eine knifflige Umfrage. Interessant ist, systemische Risiken sind bislang nicht erkennbar. Kreditmärkte bleiben stabil, Aktien reagierten vergleichsweise gelassen. Das spricht dafür, dass wir es mit einer heftigen, aber isolierten Positionsbereinigung zu tun haben, nicht mit einem strukturellen Bruch. Parallel dazu kam aber politische Würze ins Spiel. Kevin Warsh wurde als neuer Fed-Vorsitzender nominiert. An den Kapitalmärkten gilt Warsh als glaubwürdige, eher falkenhafte Besetzung, jemand, der die Unabhängigkeit der Notenbank ernst nimmt und geldpolitische Disziplin verkörpert und sicher keine politische Marionette von Trumps Gnaden ist. Entsprechend regierte der Dollar fester, die Renditen stiegen leicht, Aktien zeigten sich kurzfristig nervös. Aber Vorsicht vor zu einfachen Erklärungen. Warsh ist kein Hardliner um jeden Preis. Sein Credo lautet: niedrige Zinsen bei höherem Wachstum kombiniert mit einer kleineren Fettbilanz. Das ist kein Gegenwind für Edelmetalle per se, eigentlich das Gegenteil. Die strukturellen Treiber wie Inflation, Staatsverschuldung und geopolitische Fragmentierung sind unverändert da. Der jüngste Ausverkauf wirkt eher wie das Ende einer Übertreibung, nicht wie das Ende eines Trends. Tja, und was macht Bitcoin in diesem Umfeld? Wie so oft genau das, was es am besten kann: volatil bleiben. Nach der starken Rallye zum Jahreswechsel kam es auch hier zu starken Gewinnmitnahmen. Bitcoin und seine Mitstreiter verhielten sich weniger als digitales Gold und mehr wie ein hochliquider Risikotrade. Noch ist unklar, ob sich die Kryptowährungen als Profiteur eines erneuten Liquiditätszyklus positionieren können oder ob sie weiter kurzfristig konsolidieren. Klar ist nur, Ruhe sieht anders aus. Der Blick richtet sich nun verstärkt auf die US-Quartalszahlen für das vierte Quartal. Und hier zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Gewinne wachsen weiter, aber die Messlatte lag extrem hoch. Vor allem im Technologiesektor konnten nicht alle Schwergewichte die sehr optimistischen Erwartungen erfüllen. Das erklärt einen Teil der jüngsten Marktkonsolidierung. Gleichzeitig bleibt die US-Wirtschaft robust. Die Nettogewinnmargen sind mit 13,2% über dem Rekordjahr von 2009. Und ein Einbruch der Unternehmensgewinne ist nicht in Sicht. Unterm Strich erleben wir aktuell keinen Crash, sondern eine Neuadjustierung. Überfüllte Trades werden bereinigt, Erwartungen werden angepasst, Risiken neu bepreist. Genau solche Phasen sind es, in denen sich langfristige Chancen bilden, auch wenn man mal eine kleine Durststrecke hat. Und das wäre im Februar durchaus möglich, denn wie ihr in der Grafik seht, zählt der Februar in der fast 100-jährigen Zeitreihe des S&P 500 zum zweitschlechtesten Monat im Jahr. Trotz kurzfristiger Delle schaut es längerfristig positiv aus.
Der US Manufacturing Index hatte den größten Anstieg seit 2022. Was gibt es sonst Neues? Elon Musk fusioniert den Raketenhersteller SpaceX mit seinem Startup für künstliche Intelligenz xAI, während sich das fusionierte Unternehmen auf einen massiven Börsengang vorbereitet. Gemeinsam soll es 1,25 Billionen US-Dollar wert sein. SpaceX soll im Jahre 2025 bei einem Umsatz von ca. 16 Milliarden Dollar ca. 8 Milliarden Dollar verdient haben. Und von diesem tollen Umsatz-Gewinn-Verhältnis können die Amazon MGM Studios nur träumen. Denn der Kinostart zu Melania verläuft nicht gerade raketenhaft. 40 Millionen Dollar Ausgaben für Produktion und Rechte für den Film werden wohl nicht eingespielt werden können, aber vielleicht bekommt ja die Präsidentengattin einen Film-Award vom Fußball-Weltverband. Falls ihr nicht 104 Minuten im Kino verbringen wollt, gibt es genügend Äquivalent an Infobreak-Videos. Und wieder eines am nächsten Mittwoch. Alles Liebe, euer Uli.